Was ist eine Gynäkomastie? Männer wollen ja keine Brüste, also außer bei ihren Frauen. Aber selber wollen sie natürlich keine haben. Und die Gynäkomastie bezeichnet die männliche Brust. Jetzt hat natürlich jeder Mann irgendwie eine Brustform, aber wenn dieses Drüsengewebe oder das Fettgewebe zunimmt und sich quasi ein Brustansatz bildet, wie bei einer jungen Frau oder auch bei einer älteren Frau, manche Männer haben wirklich erstaunlich viel Gewebe dort, dann spricht man von der männlichen Brust oder auch der Gynäkomastie. Und die können wir mit einer Operation glätten oder sogar entfernen. Wie wird eine Gynäkomastie durchgeführt? Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir so eine OP machen, Klammer auf müssen, weil es hängt immer ein bisschen vom Befund ab. Ein Element ist meistens die Fettabsaugung, wasserstrahlassistiert saugen wir da ab, also mit dem Bodyjet. Und das zweite ist, und das trifft vor allem dann zu, wenn der Drüsenkörper sogar vergrößert ist, man nennt das Gynäkomastia vera, also die echte Gynäkomastie, dann müssen wir einen kleinen Schnitt machen an der Brustwarze und dieses Brustdrüsengewebe, was man nämlich nicht absaugen kann, dann noch zusätzlich entfernen. Das ist die größere Variante. Und dann gibt es noch eine sehr extreme Variante, wo wirklich eine richtige Brust, ich sag mal ein B-Cup oder sowas, also ein B-Körbchen oder so besteht, wo wir dann auch noch echt eine Straffung machen. Das sind die extremeren Fälle. Alle drei lassen sich auf ihre Art lösen. Ist die OP sehr schmerzhaft? Wie lange dauert die Erholungszeit nach diesem Eingriff? Die Operation ist an sich nicht so sonderlich schmerzhaft. Jetzt ist es allerdings so, dass die Männer sich manchmal ein bisschen mehr anstellen als die Frauen. Und deswegen ist es so, dass die Männer generell etwas über mehr Schmerzen klagen. Aber es ist bei der Fettabsaugung alleine natürlich nicht so extrem dramatisch und bei den Kombinationsoperationen eigentlich auch nicht. Ich habe leicht reden, ich weiß ja nicht, wie es ist, ich hatte die OP ja nicht. Aber wenn man sozusagen mal von dem durchschnittlichen Schmerzeindruck, den man so hat, ausgeht, ist es zu ertragen. Wichtig ist, man hat natürlich auch 6 Wochen Kompressionsware, wie bei jeder Fettabsaugung. Die wird hier wie so ein Bolero-Jacket, sagen wir dazu, also so eine Art kugelsichere Weste unter der Kleidung getragen und muss auch getragen werden. Zum Duschen natürlich ab, aber sonst 24/7. Das ist ein bisschen nervig, deswegen würde ich so eine OP nicht im August oder September machen, zumindest nicht auf unserer Hemisphärenseite, weil da ist es schön warm und dann schwitzt man sehr. Das muss man ein bisschen gut planen. Grundsätzlich kann ich aber sagen, Erholungsphase 2 Wochen maximal und Schmerzen, naja, eigentlich zumindest gering. Wie hoch sind die Kosten für eine Gynäkomastie? Wenn wir die Gynäkomastie nur absaugen müssen, dann sind die Kosten natürlich deutlich geringer. Da liegen wir so bei, sagen wir mal, ca. 2.500 bis 3.000 Euro. Oft ist das allerdings auch so, um die Wahrheit zu sagen, dass die Männer sagen, wenn sie schon mal gerade am Absaugen sind, können sie vielleicht auch noch ein bisschen meinen Bauch absaugen, dann ist es natürlich wieder etwas anders. Wenn wir schneiden müssen, das heißt also eine offene Drüsenkörperresektion mit einer Fettabsaugung kombinieren müssen, liegen wir eher so im Bereich knapp 5.000 Euro und bei den ganz großen Fällen noch etwas drüber. Muss man gemeinsam anschauen und entscheiden, welche die richtige Technik ist. Wenn Sie nach dem Schauen dieses Videos denken, dass Sie vielleicht von einer Gynäkomastie betroffen sein könnten oder eine Korrektur wünschen, gerne uns kontaktieren. Unten in den Shownotes stehen unsere Kontaktdaten. Ich freue mich auf Sie.